Hallo und herzlich willkommen zur Komplettanleitung für deine Einkommensteuererklärung für das Jahr 2024. Ich bin Dominik Feigl, Steuerexpertin in der Arbeiterkammer. Dieses Video richtet sich an alle Personen, die neben ihrem Arbeitsverhältnis auch noch Einkünfte aus einem freien Dienstvertrag haben. Zunächst schauen wir uns an, wann du eigentlich eine Einkommensteuererklärung machen musst. Nämlich dann, wenn du einen Gewinn von über 730 € im letzten Jahr erzielt hast und dein Gesamteinkommen 2024 höher als 13.981 € war. Wie du deinen Gewinn berechnest, zeige ich dir mit einem Beispiel. Sagen wir, du hast ein Honorar von 1.000 € im Jahr. Davon kannst du 20% Kleinunternehmerpauschale abziehen, sprich 200 €. Wo du diese Beträge bei Finanz Online erfasst, siehst du hier an der eingeblendeten Kennzahl. Von den 800 € kannst du nun 15% Gewinnfreibetrag wegrechnen. Das heißt, von den 1.000 € hättest du 680 € zu versteuern. Weil der Gewinn unter dem Veranlagungsfreibetrag von 730 € bleibt, musst du keine Einkommensteuererklärung machen. Du hast auch keine Verpflichtung, das irgendwo in deiner Arbeitnehmerinnenveranlagung anzugeben. Neben der Kleinunternehmerpauschale und dem Gewinnfreibetrag können dir noch folgende Begünstigungen zustehen. Du kannst beispielsweise 50% des Öffi-Tickets absetzen, wenn du das für deine betrieblichen Fahrten nutzt. Das kann eine Monats- oder Jahreskarte, aber natürlich auch das Klimaticket sein. Sagen wir, du hast das Jahresticket der Wiener Linien um 365 €. Dann kannst du die Hälfte davon abziehen, das sind 182,50 €. Wenn du von zu Hause aus arbeitest, hast du auch noch Anspruch auf ein sogenanntes Arbeitsplatzpauschale. Davon gibt es zwei Varianten. Das große Pauschale beträgt 1.200 € im Jahr und du hast Anspruch darauf, wenn du mit deinem Dienstverhältnis maximal 12.816 € verdienst. Verdienst du mehr, dann bekommst du das kleine Arbeitsplatzpauschale von 300 € jährlich. Die jeweilige Pauschale muss monatlich allokiert werden. Sprich, bist du das ganze Jahr selbstständig tätig, dann kannst du den vollen Jahresbetrag nehmen. Wärst du aber erst ab Dezember selbstständig, dann hast du nur auf diesen Monat Anspruch, also ein Zwölftel. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Dir steht das kleine Pauschale von 300 € zu. Da geht sich sogar ein Jahreshonorar von bis zu 1.650 € aus. Mit einem Gewinn von 711 € bleibst du immer noch unter dem Veranlagungsfreibetrag von 730 €. Ist dein Gewinn höher, dann bist du zur Einkommensteuererklärung verpflichtet. Hast du bislang immer eine Arbeitnehmerinnenveranlagung gemacht, dann musst du nun einen sogenannten Erklärungswechsel durchführen. Und dafür wechseln wir jetzt ins Finanz Online. So, dann loggen wir uns ein, sind im Finanz Online und zum Erklärungswechsel kommen wir im Menü über Weitere Services, Erklärungen, Erklärungswechsel und dann beginnt es mit den Einkünften. Freie Dienstnehmerinnen können grundsätzlich zwei verschiedene Einkunftsarten haben. Das eine sind die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, das andere die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Selbstständige Arbeit, das sind ganz bestimmte Berufsgruppen, die im Gesetz auch so genannt sind. Das sind zum Beispiel Ärztinnen, Steuerberater, Notare, aber auch Tätigkeiten aus wissenschaftlicher Arbeit, unterrichtender künstlerischer Tätigkeit, das würde unter selbstständige Arbeit fallen. Alles andere fällt unter Einkünfte aus Gewerbebetrieb, das ist sozusagen dann auch das Auffangbecken. Wir nehmen Gewerbebetrieb, dann brauchen wir einen Wirtschaftszweig. Da gibt es diese Liste von der Statistik Austria, wo wir uns eine Nummer raussuchen. Wir nehmen jetzt hier in dem Beispiel 9609, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen. Die genaue Bezeichnung, das ist eben je nachdem, welche Tätigkeit durchgeführt wird. Wir nehmen hier sonstige Bürotätigkeiten für verschiedene Auftraggeber. Beginn der unternehmerischen Tätigkeit, sagen wir 1.1.2024. Dann, wo ist der Ort der Berufsausübung? Wenn ich jetzt nicht extra irgendwelche Büroräumlichkeiten angemietet habe, dann nehme ich hier einfach meine Wohnadresse.
So, weitere Angaben zur Tätigkeit. Also hier ist auch nochmal zu sagen, bitte nur Felder ausfüllen, wo man auch weiß, was das auslöst, was da passiert. Also wir brauchen keine Eintragung im Firmenbuch, keinen Bilanzstichtag. Arbeitnehmer werden wir wahrscheinlich auch nicht beschäftigt haben. Was dann wiederum wichtig ist, ist der voraussichtliche Jahresumsatz im Eröffnungsjahr. Das sagen wir zum Beispiel 2.000 € und voraussichtlicher Jahresumsatz im Folgejahr genauso. Und voraussichtlicher Gewinn am Eröffnungsjahr sagen wir 1.000, also Gewinn ist dann nach Abzug aller Ausgaben oder Pauschalierungen und dasselbe nochmal fürs Folgejahr. Bitte nicht den Regelbesteuerungsantrag stellen, das ist für die Umsatzsteuer und ohne Beratung würde ich hier das auf gar keinen Fall beantragen, weil das auch Konsequenzen nach sich zieht. Und wir brauchen auch keine Normverbrauchsabgabe, Kraftfahrzeugsteuer oder Werbeabgabe. Wenn das dann alles richtig ausgefüllt ist, prüfen und einbringen und dann ist man unmittelbar in der Einkommensteuererklärung und kann sofort damit starten, die Einkommensteuererklärung auszufüllen. So, nachdem wir jetzt erfolgreich umgestellt haben, nochmal kurz die 2 Erklärungsformen im Vergleich, woran ich dann auch erkenne, ob ich in der Arbeitnehmerveranlagung bin oder in der Einkommensteuererklärung. Einerseits hier oben Arbeitnehmerveranlagung 2024 oder Jahreserklärungen 2024, also die Jahreserklärungen bedeuten, ich bin in der betrieblichen Veranlagung, in der Einkommensteuererklärung. Und auch bei den letzten Steuererklärungen sehe ich Steuerjahr, Einkommensteuererklärung, wann es abgegeben wurde und Steuerjahr 2024, die Frist zur Abgabe. Hier 30. Juni 2025, wenn ich es im Finanzonline mache. Falls ich noch ein Papierformular verwenden sollte, dann ist es der 30. April 2025. Und bei der Arbeitnehmerveranlagung sehe ich eben hier die einzelnen Erklärungen, die schon abgeschlossen wurden, kann man die Bescheide anschauen. Also da ist es ein wenig unterschiedlich, aber ganz eindeutig sehe ich es eben hier in der ersten Zeile mit dem Wort Arbeitnehmerveranlagung oder Jahreserklärung. Dann geht's los mit der Einkommensteuererklärung und zwar hier Steuerjahr 2024, draufklicken und dann bin ich direkt in der Einkommensteuererklärung für 2024. Und wenn ich daneben noch ein Dienstverhältnis habe, würde ich empfehlen, damit zu beginnen. Das ist dann bei den außerbetrieblichen Einkunftsarten, Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, wie bei der Arbeitnehmerveranlagung auch, muss ich hier die Anzahl der Arbeitgeber ausfüllen. Ich nehme jetzt 1. Und wenn ich ansonsten noch irgendwelche anderen Themen habe im Zusammenhang mit meiner nicht selbstständigen Tätigkeit, ist das alles auf dieser Seite zu finden. Und wenn ich nichts mehr habe, des Weiteren gehe ich auf Weiter. Ich habe auch in der Einkommensteuererklärung genauso die Möglichkeit, zum Beispiel außergewöhnliche Belastungen geltend zu machen, den Familienbonus für meine Kinder zu beantragen. Also da sind die Felder genau gleich. Die Menüführung ist etwas anders in der Einkommensteuererklärung. Hier ist das mehr wie so ein Inhaltsverzeichnis, wo alle Punkte untereinander sind. Aber unser Thema ist heute natürlich, wie ich das für den freien Dienstvertrag auch erfasse. Und daher gehen wir auf die betrieblichen Einkunftsarten, auf die Einkünfte aus Gewerbebetrieb und wir nehmen den Kleinbetrieb. Hier ist noch einmal die Wohnadresse auszufüllen, beziehungsweise ist schon vorausgefüllt. Ich brauche wiederum eine Branchenkennzahl, die ist dann wichtig auch für die Kleinunternehmerpauschalierung. So, das ist natürlich wieder eine lange Liste. Das ist immer die Herausforderung, dann das Passende zu finden. Wir nehmen wiederum Erbringung von sonstig überwiegend persönlichen Dienstleistungen. Und wie soll die Einkünfteermittlung erfolgen? Mittels Kleinunternehmerpauschalierung. Die Kleinunternehmerpauschalierung in der Einkommensteuer kann ich machen bei Umsätzen bis zu 40.000 € jetzt fürs Jahr 2024. Ich muss ausfüllen Ust-Bruttosystem, das ist ein Pflichtfeld. Und dann geht schon los mit den Betriebseinnahmen. Und das ist jetzt ein bisschen anders, als es im Vorjahr war. Hier habe ich 2 verschiedene Kennzahlen für meine Betriebseinnahmen. Einerseits solche, die nicht in einer Mitteilung gemäß 109a erfasst sind
und auf der anderen Seite dann wiederum Betriebseinnahmen, die in einer Mitteilung gemäß 109a erfasst sind. Was ist der Unterschied? Das sind eben genau diese freien Dienstverträge. Also wenn ich jetzt so jemanden eine Leistung erbringe, ein Honorar stelle und das ist kein freier Dienstvertrag, würde ich das Honorar hier oben unter 9027 erfassen. Wenn ich allerdings einen freien Dienstvertrag habe, dann finde ich auch in meinen Steuerakten, in meinen Datenübermittlungen diese Meldung und kann mich auch direkt darauf beziehen und dann bin ich hier richtig unter 9055. Wir machen jetzt ein fiktives Beispiel. Wir nehmen die 1650 € Honorar, wie vorher im Excel dargestellt. Die Kleinunternehmerpauschalierung wird automatisch in Abzug gebracht. Das ist eben hier an der Branchenkennzahl, hängt das, je nachdem, was ich für eine Branche habe, gibt es entweder eine 20-prozentige oder 45-prozentige Pauschalierung. Das passiert, wie gesagt, automatisch, da muss ich gar nichts ausfüllen. Wenn ich noch Pflichtversicherungsbeiträge bezahlt habe, abgezogen habe, im Zusammenhang mit meinem freien Dienstvertrag, dann sind die hier extra auszufüllen. Auch die Vorsorgekasse ist hier hinzuzurechnen. Die Beträge sind in der 109a-Meldung getrennt erfasst. Also einerseits meine Dienstnehmeranteile zur Sozialversicherung und die Vorsorgekasse muss ich dieser 109a-Meldung entnehmen, zusammenrechnen und dann trage ich das hier unter 9028 ein. Falls ich Anspruch habe auf ein Arbeitsplatzpauschale, entweder ein großes oder ein kleines, muss ich die Beträge auch selber ausfüllen. Das Arbeitsplatzpauschale funktioniert so, wenn ich eben keinen Ort habe, wo ich meine Tätigkeit erbringe, sondern zu Hause arbeite, das muss dann auch kein separater Raum sein, dann kann ich das Arbeitsplatzpauschale berücksichtigen. Und ob es jetzt ein kleines oder großes ist, hängt davon ab, ob ich oder in welcher Höhe ich meine Einkünfte als nicht selbstständiger Arbeit habe. Wir werden die Grenze einblenden, wiederum für 2024. Wenn ich da drunter bin mit meinen Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit, habe ich ein großes Arbeitsplatzpauschale. Wenn ich drüber bin, ein kleines. Und das ist jeweils der Jahresbetrag. Das heißt, für ein volles Jahr kann ich diese Beträge nehmen. Wenn ich erst unterjährig begonnen habe, zum Beispiel im Dezember und Anspruch habe auf ein großes Arbeitsplatzpauschale, dann wäre es ein Monat, dann könnte ich hier nur 100 € eintragen. Wir bleiben bei dem Excel-Beispiel, nehmen das kleine Arbeitsplatzpauschale fürs ganze Jahr, also 300 €. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die Pauschale für das Öffi-Ticket geltend zu machen. Also wenn ich eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte besitze, kann auch sein ein Klimaticket, dann kann ich 50% dieser Kosten geltend machen, wenn ich es zumindest einmal beruflich auch genutzt habe für meine Selbstständigkeit, für meinen freien Dienstvertrag. Und hier muss ich die Kosten selber eintragen. Wir nehmen wieder die halbe Jahreskarte der Wiener Linien, 182,50. Und das war's im Grunde schon auf dieser Seite. Wir gehen weiter und was ganz wichtig ist und wo es dann oft zu Fehlermeldungen kommt, ist, dass ich den richtigen Gesamtsaldo noch erfasse. Das ist im Finanz Online hier unter Kennzahl 330. Und zwar muss ich hier rechnen die 1650 abzüglich der 300 € Arbeitsplatzpauschale, abzüglich der 182,50 von der halben Jahreskarte. Und das ist dann tatsächlich mein Gewinn, den ich hier übertrage, und was automatisch eben weggerechnet wird, ist die Kleinunternehmerpauschale und auch der Gewinnfreibetrag in Höhe von 15%. Also die darf ich hier nicht abziehen. Das war's an dieser Stelle. Dann gehen wir weiter und versuchen mal eine Vorberechnung. Und die Vorberechnung funktioniert. Ich habe hier noch keine Nachforderung, weil der Jahreslohnzettel von der nicht selbstständigen Tätigkeit noch gar nicht da ist. Und somit wäre ich jetzt, wenn ich nur diese Einkünfte hätte, natürlich unter der Lohnsteuergrenze und hätte eine Nachforderung von 0, also weder eine Gutschrift noch etwas zurückzubezahlen im Moment, ist aber noch nicht vollständig. Das heißt, das ist in Ordnung, wir haben das alles richtig eingegeben und das war's dann eigentlich schon wieder mit der Pauschalierung bei der Einkommensteuererklärung.
Wenn dann ein Guthaben auf mich wartet, also ich dann schon einen Einkommensteuerbescheid erhalten habe mit einer Gutschrift, dann muss ich bei der Einkommensteuererklärung die Rückzahlung selbst beantragen. Bei der Arbeitnehmerinnenveranlagung bekomme ich das Guthaben automatisch überwiesen, bei der Einkommensteuererklärung nicht. Und das mache ich auch wiederum über das weitere Service. Da gibt es dann einen eigenen Punkt, Rückzahlung, gleich hier oben. Vorher kann ich mir noch das Steuerkonto anschauen, mich davon überzeugen, dass ich wirklich ein Guthaben am Steuerkonto habe, in welcher Höhe das ist. Manchmal gibt es auch verschiedene Steuernummern, also hier ist dann darauf zu achten, dass ich bei der richtigen Steuernummer bin. Ort der Rückzahlung ist das Inland, weiter. Dann kann ich die oben angezeigten Daten einfach übernehmen. Dann neben den Namen und auch die Bankverbindung, die hinterlegt ist, hier bitte noch einmal kontrollieren, ob die Bankverbindung aktuell und korrekt ist. Und dann trage ich nur mehr den Betrag ein. Also beispielsweise, ich habe ein Guthaben von 200 Euro, dann trage ich hier selber 200 Euro ein und gehe auf Prüfen und Einbringen und dann wird die Rückzahlung bearbeitet und ich bekomme mein Guthaben vom Finanzamt aufs Konto überwiesen. Das war's zur Einkommensteuererklärung 2024. Wenn dir das Video geholfen hat, dann lass gerne ein Like da. Bis bald!